Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stickzeit. Ja, die letzte Stickzeit war vor circa einem Monat. Da habe ich am Otter gestickt. Ja, und seitdem gab es kein gemeinsames Sticken. Und deshalb freue ich mich wirklich, dass wir heute gemeinsam am Erdbeerzwerg sticken werden. Ja, der Erdbeerzwerg ist von der Marke Spring. Ich sticke ihn auf 14 Count AIDA. Es ist ein Vordruckbild und er wird circa 50 mal 50 cm groß. Also es ist kein Vollbild, sondern ein Teilbild. Und ja, ich zeige euch einmal, ich werde auch einblenden, wie das Bild zum Monatsende Juni ausgesehen hat. Und ja, mittlerweile ist die Mütze fertig, bis hier zwischen den zwei Erdbeeren. Es ist die Erdbeere fertig, auch die obere, und auch diese Blume mit der Erdbeere in der Mitte ist auch fertig. Dahinter die Blätter sind fertig und heute möchte ich mit euch an dieser weißen Blüte arbeiten. Ich zeige euch das, wie das jetzt am Stoff aussieht. Ja, genau, hier ist diese Blüte mit der Erdbeere in der Mitte. Und heute möchte ich mit euch hier die Farbe Nummer 58 sticken. Schauen wir, wie weit wir kommen. Das ist das Weiß. Ich glaube, die Farbe 5200. Nein, es ist die Farbe 3865. Ja, ich werde das Ganze jetzt umbauen und dann kann sie ja auch schon losgehen. Bis gleich. Ja, es kann auch schon weitergehen. Wie ihr seht, habe ich jetzt das Ganze vorbereitet und wir werden heute die Nummer 58 sticken, also diese gelben Felder. Und wie ich euch schon zuvor gesagt habe, ich zeige es euch noch einmal, ja, das gelbe Feld ist die Nummer 3865, also das Cremeweiß. Dann werde ich mal den Faden vorbereiten und wir starten dann gleich. Ja, wie ihr wisst, ist das ja auch ägyptische Baumwolle. Also Spring Brand verwendet ja auch ägyptische Baumwolle, genauso wie die Marke Fairy Brand. Ja, ich habe halt immer wieder das Problem, dass sich diese Fäden bei mir leichter verknoten als wie das CXC-Garn. Aber das habe ich ja schon mehrmals erwähnt in den Videos. Ja, das Wachs hilft schon ein bisschen. Ja, dass es einfach ein bisschen besser ist mit dem Verknoten. Ja. Ja, wir fangen gleich hier an. Wie üblich mit dem Loop Start. Ja, der Erdbeerzwerg, ich finde bis jetzt, also ihr habt es ja gesehen in dem Bild von dem Monatsupdate, er kommt wirklich sehr gut raus. Das hätte ich gar nicht so erwartet. Besonders toll finde ich auch, dass er auch so dreidimensional wirkt. Also gerade in dem Bereich, ich zeige euch das nochmal kurz. Moment. So, genau diese Blüte mit der Erdbeere, das sieht ja so aus, als wenn die Erdbeere da drauf liegen würde. Und ich finde, das kommt wirklich genauso raus, wie es hier abgebildet ist. Also eben dreidimensional. Und das ist schon was Besonderes, denn das ist nicht bei allen Bildern der Fall. Also ich muss sagen, Spring Brand ist schon eine tolle Marke. Auch der Druck ist sehr gut von Spring Brand.
meiner Meinung nach ein bisschen kräftiger als der Druck von Painting Fairy Cross Stitch. Ja, und ja, es lässt sich ausgezeichnet sticken. Der Stoff, wie gesagt, diese ägyptische Baumwolle ist jetzt nicht so mein Fall, aber ja, man kann schon sticken. So ist es nun auch wieder nicht. Ja, ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Wie ihr wisst, war ich ja etwas angeschlagen, also krank. Wir waren ja im Juni im Urlaub und nachdem wir zurückgekommen waren, wurde mein Mann gleich als erstes krank. Also so grippale Symptome, Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, ja. Und er war dann auch beim Arzt. Und ja, die Ärztin hat ihn dann aber überwiesen zu einem Lungenröntgen. Und im Lungenröntgen wurde dann festgestellt, dass er eigentlich eine Lungenentzündung hat. Ja, war eine große Überraschung. Er hat dann auch Antibiotika bekommen und ja, nachdem er diese eingenommen hat, ist es ihm auch ziemlich schnell wieder besser gegangen. Ja, und ungefähr eine Woche darauf haben bei mir die grippalen Symptome begonnen. Ja, im Vordergrund war eigentlich der Schnupfen, also Husten nicht, Halsschmerzen eigentlich auch nicht, sondern nur der Schnupfen und ein bisschen erhöhte Temperatur. Ja, ich war dann auch beim Arzt und ja, sie hat dann auch festgestellt, dass ich mehr oder weniger das Gleiche habe wie mein Mann. Also vermutlich habe ich mich ja auch bei ihm dann angesteckt, aber es war halt ein leichter Verlauf, also keine Lungenentzündung. Und ja, habe dann auch Antibiotika verschrieben bekommen. Und ja, bereits nach 2 Tagen nach der Einnahme ist es mir wirklich spürbar besser gegangen. Ihr habt es vielleicht an meiner Stimme gehört. Ja, die war sehr belegt. Aber ja, jetzt geht es wieder gut. Wir sind wieder in der Arbeit und fühlen uns auch wieder gut. Ja, in meinem letzten Video, da habe ich ja ein Unboxing gemacht. Das Unboxing von der Marke Painting Fairy Cross Stitch. Und da habe ich euch ja auch die Stoffe gezeigt. Und die sind ja wirklich, wirklich mega schön. Und jetzt überlege ich schon die ganze Zeit, was ich damit anfangen soll. Also was ich sticken soll. Ich habe euch ja auch im Video danach gefragt, was ihr meint, was ich darauf sticken soll. Aber ja, ich bin mir noch unschlüssig. Ich überlege, ob ich vielleicht ein Halloween-Motiv darauf sticke. Aber ich weiß nicht, ob der Stoff, also die Stofffarbe dafür geeignet ist. Ich weiß nicht, was meint ihr? Würde da so etwas passen? Ja, sonst habe ich eigentlich noch keine Ideen, was ich darauf sticken kann. Aber sie sind so schön, diese Stoffe. Ich habe es ja gesehen bei anderen YouTube-Kolleginnen, auch in diesem orangefärbigen, also orangefarben. Und ja, auf der Website ist der Stoff ja auch abgebildet in einem Grünton. Das gefällt mir auch extrem gut. Ja, und ich freue mich natürlich riesig darüber, dass ich
16 Count bekommen habe. Ja, da ich schon lieber auf 16 Count als auf 14 Count sticke. Aber ja, jetzt durchsuche ich das Internet nach passenden Vorlagen, da ich wirklich nicht weiß, was ich sticken soll. Aber gut, der Stoff ist einmal da. Vielleicht ergibt sich ja das eine oder das andere. Oder ihr habt eben eine gute Idee, was darauf passen würde, auf diesen gefärbten Stoff. Ja, wie ihr seht hier, die Blätter sind auch schon fertig. Das heißt, wir sind dann ganz am linken Rand, am oberen linken Rand angekommen. Ich zeige euch das nochmal auf der Vorlage. Ja, wir sind jetzt, also wir haben dieses Blatt und dieses Blatt, also oben sind wir ganz am linken Rand angekommen. Das heißt, ich werde mich jetzt hier hinunter arbeiten und danach werde ich wieder nach rechts wandern. Also so im Schlangenstil werde ich hier alles sticken. So ist einmal der Plan. Ja, dann warte ich noch auf, auf Bilder von der letzten Waterbiss-Auktion. Ja, ich musste leider wieder Bilder ersteigern. Leider, sage ich jetzt. Denn ja, das artet wirklich schon aus und ja, ich habe mich da wirklich nicht unter Kontrolle. Es sind so tolle Bilder und ja, ich musste einfach wieder mitbieten. Und soll ich euch noch etwas verraten? Jetzt Anfang August, ach Gott, wir haben ja Juli. Jetzt Anfang Juli hat es wieder eine Auktion gegeben und ich habe leider wieder mitgemacht. Also auch da werden noch Bilder kommen. Aber ich habe mir wirklich vorgenommen, jetzt ist endgültig Schluss. Ich habe wirklich genug Kids, wirklich genug Kreuzstichkids zu Hause. Ich weiß auch nicht, wann ich sie sticken soll. Aber sie sind halt einfach so wunderschön. Wirklich wunderschöne Motive, aber das zeige ich euch ja dann wieder in einem Unboxing. Ja, und dann gibt es ja von einigen YouTube-Kolleginnen, die haben mir bereits Unboxings gezeigt von den Perlenbildern, die auch aus China kommen. Also nicht diese großen Kunststoffperlen, also diese 9CT, wo ich den Tiger sticke. Nein, es sind so kleine Glasperlen und das wird auf 11CT gestickt und dazu verwendet man ja dann das normale Stickgarn, also kein Perlengarn, sondern das normale Stickgarn. Das wird zweifädig verwendet und ja, man verwendet es aus dem Grund, weil diese Perlchen sind durchsichtig. Das heißt, das Stickgarn scheint durch und aus diesem Grund verwendet man ja auch nicht das Perlengarn, sondern eben das Stickgarn mit der dementsprechenden Farbe. Ja, was soll ich euch sagen? Ich gerate immer wieder in Versuchung und es reizt mich wirklich sehr, dass ich mir so ein Bild kaufe, aber nein, momentan kann ich dem Ganzen noch widerstehen, aber
Frage ist halt, wie lange. Das würde ich schon gerne ausprobieren. Ich finde, es sieht total schön aus, was ich bis jetzt gesehen habe, auf einigen YouTube-Kanälen. Und es gibt ganz tolle Bilder dazu, also Motive. Ja, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Aber ich habe ja schon so viele Kreuzstichkits. Ja, dann habe ich ja erst ein Finish gehabt. Das waren ja die Gänse von Mushrooms. Ein kleines Bild, aber trotzdem genug daran zu sticken. Also man darf sich wirklich nicht von der Größe eines Bildes täuschen lassen. Auch kleine Bilder können sehr umfangreich sein, besonders eben wenn dann noch Backstitches gemacht werden oder French Knots. Ja, dann sind diese Bilder doch recht aufwendig. Ja, und dann ist natürlich auch immer, also dann hängt das auch immer davon ab, wie konfettireich ein Bild ist. Denn solche Bilder jetzt, wie ich jetzt gerade sticke, hier mit viel Color Blocking, sticken sich natürlich wesentlich schneller als konfettilastige Bilder. Also ich traue mich jetzt zu sagen, dass man sicher um die Hälfte langsamer ist, wenn man viel Konfetti in dem Bild hat. Ich sticke beides gerne, also auch Color Blocking als auch konfettireiche Abschnitte, aber also nur Konfetti, da vergeht mir dann auch die Lust am Sticken, denn es ist doch wahnsinnig anstrengend und noch dazu, wenn es ein gezählter Kreuzstich ist, ja, da muss man sich schon sehr gut konzentrieren. Und da wäre es auch nicht möglich, dass ich eine Stickzeit machen würde, weil da kann, wie gesagt, da muss ich mich konzentrieren beim Zählen. Und der ständige Farbwechsel, ja, das hält natürlich alles auf. Aber ja, Details kommen natürlich besser hervor, wenn viel Konfetti in dem Bild ist. Ja, und auch Details kommen besser hervor, wenn das Bild Mischfarben hat. Also das, woran ich jetzt gerade sticke, hat ja keine Mischfarben. Es hat 58 einfache Farben, aber ich finde, es kommt trotzdem recht gut heraus. Ja. Wie gesagt, an dem Bild gefällt es mir, dass es so plastisch wirkt, also dreidimensional. Also die Grafik ist da schon sehr gut. Ja, ansonsten ist momentan nicht sehr viel passiert. Wie gesagt, nachdem wir waren ja krank, mein Mann und ich, und ja, dann ist halt viel im Haus liegen geblieben. Das Ganze habe ich jetzt wieder aufgearbeitet, den ganzen Haushalt und geputzt. Ja, und wie gesagt, ich gehe wieder arbeiten. Da ist man ja auch dann gut beschäftigt. Ja, mein kleiner Kater, den sehe ich jetzt von hier aus, weil ich sitze hier im Esszimmer und da habe ich ja dann gleich die Terrasse und der kleine Kater schläft vor der Terrasse auf der Matte, also dieser Abstreifmatte, ihr kennt das sicher für die Schuhe, und auf dieser Matte schläft der Kater. Ich habe euch ja einmal erzählt von seiner
Blase, also Wasserblase, die er hatte beim Hals, also Brustbereich, Hals. Und wir waren ja damals beim Tierarzt, das wurde wieder abpunktiert und die Tierärztin hat ja uns dazu geraten, dass wir ihn operieren lassen, und weil sie der Meinung ist, eben das sind verdächtige Zellen, also sie sind nicht bösartig, aber sie können bösartig werden. Und sie meinte, dass wir das eben entfernen lassen. Ja, ich wollte eben abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Sollte sich die Blase wieder füllen, so habe ich das zu meinem Mann gesagt, dann lassen wir ihn operieren. Ansonsten möchte ich es eigentlich nicht, denn das möchte ich ihm wirklich ersparen, wenn es möglich ist, ja. Ja, und ja, wir sind dann zu Hause angekommen und es hat nicht lange gedauert, hat sich diese Blase wieder gefüllt. Ja, also war für uns klar, wir werden ihn operieren lassen. Und ja, aber wenige Tage später ist er nach einem Spaziergang nach Hause gekommen und die Blase war verschwunden. Also es war ein bisschen blutig im Brustbereich, aber ja, die Blase war nicht mehr da. Ja, und was soll ich euch sagen? Das Ganze ist jetzt da, ich weiß gar nicht, wann waren wir da beim Tierarzt, im Mai. Ja, das Ganze ist jetzt sicher 2 Monate her. Diese Reste der Blase, also diese Hautreste, sind mittlerweile eingetrocknet und ja, ich glaube abgefallen sogar. Also ich merke nichts mehr davon. Und ja, es gibt keine Blase mehr. Und Katerchen ist zufrieden und glücklich, da er nicht wieder zum Tierarzt muss. Ja, und jetzt haben wir gesagt, wenn das so bleibt, na dann werden wir auch nicht mehr mit ihm zum Tierarzt gehen, denn ja, das ist jedes Mal großes Drama in die Katzenbox rein und er hat solche große Angst dort, ja. So, ich werde ganz kurz pausieren, dass ich den Faden abschneide und dann geht es gleich weiter. Gut, es kann wieder weitergehen. Wir werden noch einen Faden sticken, weil es ist jetzt ziemlich schnell, war der Faden weg, und wir machen gleich noch einmal die Nummer 58. Also hier ist das Garn, Nummer 58. Ich werde mir hier einen Faden rausziehen. Ja, und das klappt nicht, denn irgendwo hängt der Faden. Ah, jetzt funktioniert das. Ja, wie gesagt, es verheddert sich sehr gerne, das Garn. Ja, und in dem Unboxing von Painting Fairy Cross Stitch, da habe ich mir ja, also das größere Bild ist ja die Ente. So ein Aquarellstil, ebenso ähnlich wie mein Otter, aber der Otter ist zwar von der Marke Painting Fairy Cross Stitch, aber ich habe ihn im Rahmen einer Kooperation mit der Firma VIP Cross Stitch erhalten, und die Ente ist jetzt aus der Kooperation mit Painting Fairy Cross Stitch. Aber beides, wie gesagt, von derselben Marke. Ja, und beide Aquarellstil. Und ja, sehr farbenfrohe Ente. Das heißt, es sollte eigentlich sehr viel Spaß machen zu sticken. Aber ich habe ja beim Unboxing schon gesehen, es ist sehr, sehr konfettireich. Also ja, momentan habe ich jetzt nicht so groß Lust daran, es anzusticken.
Aber ja, ich habe ja genug Bilder. Es ist ja nicht so, dass ich genau dieses sticken müsste. Ja, ich werde auf jeden Fall bald das kleinste, also diese Orange, dieses Orangengeschenk, wie es heißt, Orange Gift, das werde ich bald sticken, denn das ist wirklich nur so ein kleines Snackbild. Das heißt, es wird wirklich schnell gestickt sein und ja, so zwischendurch so ein kleines. Ja, momentan habe ich eigentlich sonst kein kleines am Start, denn meine Gänse sind ja jetzt fertig. Also zumindest das eine Gänsebild. Ich habe insgesamt 3 oder 4. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Waren es 3 oder 4? Ja, aber wann ich da dann das nächste starte, ja, weiß ich noch nicht so genau. Ja, dann ist ja gerade auch Christmas in July. Also ich habe mir jetzt 2 weihnachtliche, also weihnachtliche Bilder sind es eigentlich nicht, es sind Winterbilder. Die habe ich mir rausgesucht und daran sticke ich jetzt auch. Also an dem einen etwas mehr, an dem anderen etwas weniger, aber einfach passend zu dem Thema Christmas in July. Ja, mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen, denn ihr seht dann die Bilder ja beim Monatsupdate, woran ich gestickt habe und wie viel ich geschafft habe. Ja, die Monatsupdates gucke ich mir immer sehr gerne an, aber ich schaue mir auch die Unboxings meiner Kolleginnen sehr gerne an. Nur da gerät man dann halt immer wieder in Versuchung, dass man sich auch etwas bestellt. Und das ist, was ich ja gerne vermeiden möchte in nächster Zeit. Oder besser gesagt dieses Jahres. Ja, dieses Jahr. Ich habe wirklich Unmengen Bilder zu Hause. Unmengen. Ja. Ja, dann habe ich euch ja auch ein Diamond Painting vorgestellt. Ja, da hatte ich dann auch Lust, das zu painten, habe auch schon gestartet. Ja, aber irgendwie fesselt mich das Diamond Painting nicht mehr so wie früher. Ich habe damals ja vor 5 Jahren wirklich viel gepaintet oder sagen wir so ausschließlich gepaintet, aber jetzt kehre ich immer wieder zum Kreuzstich zurück. Ja, zwischendurch ein paar Perlen sticken, das mache ich auch gerne. Aber ja, mein Lieblingshobby zurzeit oder schon seit einigen Jahren ist eigentlich das Kreuzsticken. Und da ist es jetzt egal, ob es ein Vordruckbild ist oder im gezählten Kreuzstich. Ja. Ja, und wenn ich nicht gerade sticke, dann bin ich im Garten. Dann der Garten zählt auch zu meinen Hobbys. Also habe ich ja auch schon mal erwähnt, ja. Also das Pflanzen und Ernten und Unkraut jäten auch macht mir alles wirklich sehr viel Spaß. Ja, mein Mann ist auch sehr viel im Garten, arbeitet auch sehr gerne im Garten, aber der
kümmert sich eher um den Rasen. Also wir haben ganz einen tollen, schönen Rasen. Da ist mein Mann wirklich immer dahinter, dass das auch so schön bleibt. Und ich kümmere mich halt eher um das Gemüse und den Gemüsegarten. Ja. Aber so von der Handarbeit her ist es wirklich der Kreuzstich, der mir zurzeit am meisten Spaß macht. Ich weiß nicht, habt ihr auch noch andere Hobbys, die ihr gern macht? Oder seid ihr auch so wie ich hauptsächlich Kreuzsticker? Ich weiß ja, einige von euch sind hauptsächlich Perlensticker und nur vereinzelt Kreuzsticker. Ja, und dann gibt es ja natürlich diese Diamond Painting Fraktion, und das ist ja auch eine große Gruppe, die gerne Diamond Painting machen. Ja, Malen nach Zahlen habe ich auch schon ausprobiert, aber ja, das fesselt mich auch nicht so lange, und ich kehre dann auch immer wieder zum Kreuzstich zurück. Zwischendurch habe ich auch ein bisschen Modellbau gemacht, also diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, also die ähnlich sind wie die Book Nooks. Mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Also so Mini-Modellbau auch, und da habe ich die Schneiderei zu Hause, also den Tailor Shop. Ihr kennt das vielleicht, ich habe das bei Action gekauft, und ja, bin durch ein Video darauf gestoßen, und ja, da muss man halt das ganze Inventar, also die ganze Schneiderei zusammenbauen, und das sind wirklich viele, viele, viele kleine Einzelteile. Ja, das hat mir auch eine Zeit lang Spaß gemacht, aber ja, ist jetzt auch schon wieder vorbei, und ja, liegt jetzt in einem Eck, ist nicht fertiggestellt. Also ich hoffe, dass ich irgendwann wieder Lust dran habe, weiterzumachen. Ja, wie gesagt, sonst hat sich nicht viel getan. Ja, ja, wir sind wie üblich in der Urlaubsplanung, also von einem Urlaub zurück planen wir schon den nächsten Urlaub. Ich sage ja immer, nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub, und wir planen schon wieder eine Reise im November. Ja, November. Und ja, es wird uns wahrscheinlich Richtung Asien verschlagen, aber wir sind uns da noch nicht sicher, und ja, wir holen noch Infos ein, und ja, wie gesagt, es ist alles noch in Planung, also möchte ich noch nicht genaueres dazu sagen, weil wir wirklich noch nicht genau wissen, was wir machen werden. Aber Urlaub ist auf jeden Fall im November geplant. Ja, und von daher würde ich sagen, beenden wir das Video. Ich werde noch den Faden, oh, wir sind verrutscht, sehe ich gerade. Ah ja, und wir werden den Faden, also ich werde den Faden noch fertig sticken, und verabschiede mich jetzt von euch. Wir sehen uns dann in einem nächsten Video. Ich wünsche euch eine schöne Zeit.
Bis dann. Tschüss.